Ah ja. Oh nein. Kann man im tiefen Winter mit einem E-Auto bis zum nördlichsten Punkt Europas fahren? Genau das wollen mein Kollege Fabian und ich herausfinden. In nur 6 Tagen wollen wir von DKV in Ratingen über 3000 Kilometer durch 5 Länder bis zum Nordkap fahren. Wir wollen wissen, wie gut unsere Produkte unter realen Bedingungen funktionieren und ob sich ein Projekt dieser Größe voll elektrisch und zuverlässig umsetzen lässt. Mal gucken, wie wir es machen. Schönes Wetter zum Rausgehen und frieren. Geht's so gut, Diggi? Ja. Schaffen wir es wirklich zum Nordkap? Und welche Überraschungen erleben wir auf unserem Weg dahin? Kommt mit auf einen Roadtrip, der alles andere als gewöhnlich ist. Nachdem wir 2 Tage lang fast ausschließlich der Küste gefolgt sind, geht es für uns endlich landeinwärts. Als es dann am 4. Tag Richtung Lappland ging, hat man schon deutlich gemerkt, dass die Ladeinfrastruktur nachlässt. Das liegt aber schlichtweg auch einfach daran, dass die Population da wesentlich geringer ist. Ich glaube, wir hatten schon so Streckenabschnitte von 40, 50 Kilometern, wo auch kein Haus oder sonstiges stand, wo man einfach durch Wälder gefahren ist. Die Landschaft hat sich dramatisch verändert. Unfassbar viel Schnee, links und rechts die eingeschneiten Bäume. Es war wunderschön. Die Vorkonditionierung lief den ganzen Tag, dass wir halt immer die Möglichkeiten hatten, wenn wir was erwischen, dass wir auch laden können. Auch nur, da ist der Banner zu dem Ionity Hub und dann. Geil. Das ist halt schon nice, ne? Blöd. Lennart! Aber kurze allgemeine Info für alle, die fahren werden. Der ging jetzt schnell seitwärts. Schusch. Wir müssten so laden, dass wir jetzt 160 Kilometer weit kommen. Der Laie will was erklären. Hier, Laienerklärung. Wir haben gerade herausgefunden, was diese kleinen Boxen, die wir hier überall sehen, sind. Und das ist für die Ladestromerhaltung bei den 12-Volt-Batterien. Das heißt, hier oben im hohen Norden sind sogar Verbrenner darauf angewiesen, an den Strom angeschlossen zu werden. Der wird an die 12-Volt-Batterie angeklemmt und dann sorgt er dafür, dass die nicht leer geht. Dann kam die zweite richtige Veränderung erst, als wir auf einer festen Eisdecke waren. Das ist so der Moment gewesen. So, die Spikes haben auch da immer noch hervorragend Grip, aber sobald man anfängt zu lenken, merkt man dann schon, okay, das Fahrzeug könnte jetzt seitwärts gehen, wenn Traktionskontrolle einen davon nicht abhalten würde. Und das ist dann der Moment, wo wir einfach viel vorsichtiger gefahren sind. Das ist nochmal eine andere Nummer hier, ey, als gestern. Ja, du merkst die Kälte einfach nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise. Du sagst, es ist verdammt kalt hier. Ja. Aber deutlich, deutlich schöner. Scheiße. Okay, wir haben ein Problem. Aha. Ja, die Drohne landet jetzt direkt bei euch in der Nähe. Wegen dem Akkustand, weil es zu kalt ist. Okay, was heißt bei uns in der Nähe? Wenn ihr in unsere Richtung fahrt, dann ist rechts ein kleines offenes Feld. Die Drohne landet da jetzt selber. Ich habe keinen Empfang mehr. Und die wird wahrscheinlich jetzt irgendwo im Schnee landen. Wir müssen ganz kurz gucken, ob das ein Feld oder ein See ist. Ja, gute Idee. Wie gesagt, wenn ihr in unsere Richtung kommt, die erste Bucht, die da rechts direkt ist, sondern es ist einfach eine Schneise oder so, da müsste die Drohne jetzt gelandet sein. Ist halt die Frage, wie viel Meter liegen da? Okay, wir kommen zu euch. Ja, okay, dann muss ich mal gucken, dass ich hier ein bisschen Platz mache.
Der Hamsterlauf ist die viel bessere Fortbewegung. Gleiche Energie, sieht besser aus, man ist schneller. Jo. Da hinten, ne? Ja. Nelly ist die leichteste, die läuft oben auf in der Elfe. Ja, genau. Hinlegst und du robbst, dann müsstest du eigentlich da so rübergleiten können. Okay, das wird wild. Scheiße. Alles oder nichts, oder? Ja, ist runter. Hey, Vorsicht! Also einer reicht, oder? Ja, okay. Das ist die Drohne. Vorsicht, die Drohne, Fabi! Okay, ciao! Nice. Boah, wild. Ja, ist ein bisschen vereist, Oh Gott, ich muss mich umziehen. aber es sieht noch gut aus. Als die Drohne dann notgelandet ist aufgrund der Kälte, da sind wir zwar sofort alle losgegangen, um die Drohne einzusammeln, aber im Hinterkopf habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, also Kälte und Akku, das macht schon was miteinander. Und da ist das für mich auch einfach noch mal viel realer geworden, dass wir nicht einfach nur in irgendeinem sehr leisen, sehr zügigen Auto sitzen, sondern dass wir wirklich mit dem E-Auto unterwegs sind. Oh, ich glaube, das war der Tag, wo wir alle so ein bisschen näher gekommen sind. Also erstmal diese Landschaft, die Umgebung. Da hat jeder so ein bisschen gemerkt, jetzt sind wir dem Ziel schon echt ein Stück näher gekommen und jetzt wird es alles ein bisschen wilder. Plötzlich ist, glaube ich, allen klar geworden, warum wir mit 2 Autos unterwegs sind. Und das war auch der Moment, als wir, glaube ich, alle verstanden haben, dass das schon mehr ist als nur die Autobahn runterfahren, dass das tatsächlich ein Abenteuer wird. Wir sind die Batterievorheizungsweltmeister und wir haben natürlich unsere Batterie vorgeheizt, dass wir jetzt bei minus 18 Grad und 11% Akku-Restreichweite mit perfekter Ladegeschwindigkeit laden können. Wir haben jetzt ungefähr noch 200 Kilometer bis zum Hotel. Wir können hier nur mit 75 kW laden. Sind jetzt aber auch bei 75% und haben uns jetzt gerade gedacht, weil wir am morgigen Tage nach dem Hotel auch noch mal ein bisschen Strecke haben bis zum nächsten Charger, dass wir jetzt einen kleinen Umweg von 20, 25 Minuten fahren und noch mal bei Tesla halten und dann da noch mal die Fahrzeuge ganz voll machen mit vernünftiger Vorkonditionierung und dann mal gucken, wo es morgen hingeht. Das ist der Plan gerade. Als wir von Schweden nach Finnland gefahren sind, gab es nicht einfach nur die Grenze, die den Übergang markiert hat, sondern direkt hinter der finnischen Grenze fing es dann auch plötzlich an, deutlich verschneiter zu sein. Die Landschaft hat sich auch insofern verändert, als die Bäume sich optisch total verändert haben. Man hatte wirklich das Gefühl, okay, wir sind jetzt plötzlich in einem anderen Land. Das merken wir nicht nur an der Landschaft, sondern auch an der deutlich geringeren Frequentierung der Ladesäulen. Je weiter nördlich wir kommen, desto weniger Autos begegnen uns. Die Straßen werden vereister, die Umgebung monotone Winterlandschaft. Umso schöner, dass unser nächster Ladestopp etwas Abwechslung bietet. So, wir sind hier an einem Tesla-Ladepunkt und wollen jetzt unser Fahrzeug aufladen. Das geht jetzt am besten über die Tesla-App, denn unsere DKV-Karte ist da abgelegt. Den Ladepunkt wähle ich über Find Charger aus. Hier wird mir auch direkt schon die Station angezeigt. Die kann ich auch anwählen und dann sagen, ich möchte hier laden. Ich wähle aus meine Ladestation, an der ich stehe. Das ist in dem Fall 1D und sage jetzt mal einfach Start Charging. Jetzt möchte er, dass ich mich verbinde. Das werde ich jetzt mal tun. Genau, er sagt mir schon, wird initialisiert. Hier leuchtet es grün. Und ja, wir sind ready to charge, würde ich sagen. Genau, es lädt. 5, ne? Du gehst auch als Kind durch. Wow! Wow! Hey. Kommt rein, meine Häschen. Hallo. Oh, wo bin ich hier denn gelandet? Jo Leute, was geht ab? Heute mal im Skigebiet beim Laden. Ist toll hier. Es ist gar nicht kalt und es ist wirklich cool, in einem Skigebiet zu sein
ohne Skier. Ich kann euch das auch empfehlen. So, wir sind jetzt hier das gerade im Skigebiet und gucken mal ganz wacker in der Tesla-App, wie unsere Fahrzeuge hier unterwegs sind. Warum können wir die Tesla-App benutzen, obwohl wir DKV-Karten verwenden? Weil wir unsere DKV-Karte als Zahlungsmittel bei Tesla hinterlegt haben. War das aufwendig? Nein, man muss einfach nur im Portemonnaie in der App die DKV-Karte hinterlegen und dann kriegt man vom DKV eine Bestätigungs-E-Mail, dass das funktioniert hat. Da muss man einmal draufklicken und das hat ungefähr eine Minute gedauert. Cool. Wir sind jetzt bei 93%. Nice. Und laden gerade noch mit 40 kW. Dann machen wir die Innenraumheizung an und fahren wir wieder runter, würde ich sagen. Ich bin nämlich Hat jetzt fast eine Dreiviertelstunde gedauert, aber wir sind auch schlecht vorkonditioniert bei minus 21 Grad gestartet gerade. Von daher alles fein. Dann eigentlich dann noch gut 94 haben wir. Auf die Plätze, fertig, los, ab zum Auto. Welches Problem haben wir gerade? Ich muss mir das mal in der Realität angucken. Lennart stand eigentlich gut, fährt nochmal nach vorne und stellt sich dann mitten in den Parkplatz rein und sagt dann so, die kann sich doch daneben stellen. Lennart, da ist 1,50 Meter Platz. Dann wurde es irgendwie witzig bei dem Auto. Wir wandern jetzt auf einen nahegelegenen Hügel und werden uns da dann Nordlichter angucken, die hoffentlich sehr beeindruckend sein werden. Ja, der Weg zu der Hütte oben, der war schon wild. Ne? Also wir waren alle super dick angezogen und sind dann aber irgendwie 400-500 Meter so eine Piste hochgekraxelt im tiefsten Schnee. Der eine oder andere hatte auch einen schwereren Rucksack dabei, was dann die Herausforderung noch größer gemacht hat. Und das Stativ in der Hand. Geht's dir gut, Daddy? Ja. Und so auf der Hälfte habe ich nach oben geguckt und schon sehr viele Nordlichter, auch in sehr vielen Farben gesehen, teilweise rot und grün. Und Chris wollte noch weitergehen. Und ich habe ab dem Moment eigentlich nur noch gefragt, warum gucken wir uns jetzt hier nicht die Nordlichter an? Warum müssen wir jetzt noch weiter nach oben gehen? Hey, krass, wie diese Bäume aussehen. Ja, zweimal war ich kurz davor zu sagen, vielleicht reicht es auch, wenn wir hier bleiben und nicht weiter hochgehen. Aber ich glaube, die letzten Meter haben es dann echt nochmal rausgeholt. Boah, ich bin klitschnass geschwitzt. Ich auch. Boah, Alter, das wird nicht gut gleich. Boah, da lang. Oh. Nice! Der Gerät. Ja. Ich direkt unten rein. Lennart so, ich habe Feuer gemacht. Nee, noch nicht. Echt noch nicht. Haben wir nicht noch mehr Taschentücher gehabt, oder was? Da ist auch eins eingebraucht. Ja, dann rein, alles rein. Hier, links oder links. Oh. Leckt. Das brennt auf jeden Fall mega geil. Hätte ich mir von Seven vs. Wild abgeguckt. Die Wände. Ja. Geil, der nie wieder Nachschub immer kommt. Da finde ich das schon wirklich geil, weil du wirklich weißt, wie Aber nur wenn du über der Flamme deine Hände hast. Das tut gerade so und meine Hände waren einfach nur noch Eis. Also gerade die Gegend hier, wenn man noch an Schweden, Kopenhagen und so weiter denkt, war das komplett anders. Das war eher wie in Deutschland, wenn es mal kalt ist. Aber hier die Gegend ist wirklich einzigartig, wunderschön und was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Mittlerweile lasse ich mich einfach mobben, weil ich weiß, dass es ihn glücklich macht und mir macht es nichts aus. Was sagst du dazu? Ich denke, das ist nicht Mobbing. Ich denke, das ist eher ein entspanntes Necken und eher eine Thematik auf der kollegialen Ebene.
Froh darüber, dass wir es tatsächlich geschafft haben, mit ein paar benutzten Taschentüchern ein kleines Feuer zu entfachen, werfen wir einen Blick in den finnischen Nachthimmel. Was wir gestern in Luleå nur als schwachen Schimmer gesehen haben, zeigt sich hier am Rande des Polarkreises viel deutlicher. Nicht nur, dass wir die Nordlichter mit eigenen Augen sehen konnten, besonders war auch, dass wir genau an einem der seltenen Tage in Finnland unterwegs waren, an denen die Bedingungen für Polarlichter so perfekt waren, dass sogar Kollegen in Deutschland Fotos von leuchtenden Himmeln geschickt haben. Scheiße, Mann. Das sieht ja Hammer aus, los! Als man dann wirklich farbige Polarlichter in mehreren Rot- und Violetttönen und natürlich auch total viel Grün sehen konnte, inklusive der Bewegung und auch über den ganzen Himmel hinweg. Das war ein sehr ergreifender Moment für mich. Wie war denn der Tag für dich, Fabian? Oh, der war toll. Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, hat es irgendwie heute erst angefangen so richtig. Und genau das, was wir uns irgendwie alle erhofft haben, diese Schnee-Eispisten, alles ist verschneit, sieht so fantastisch aus. Wir hatten unfassbares Glück mit dem Wetter heute. Ja, und dann heute Abend war dann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders besonders. Wir haben hier den Weg auf uns genommen, irgendwie 30 Minuten den Berg hoch zu kraxeln. Dann haben wir es auch noch geschafft, dass da Feuer angeht. Und dann haben wir, glaube ich, uns einen Moment bescheren können heute, den wir alle nicht vergessen werden. Abgedrehte Polarlichter heute Abend. Super kalt, aber ich glaube, alle sind happy. In der finalen Folge stehen die letzten Kilometer in Norwegen bevor. Mit einer unerwarteten Schneerettungsaktion, unserer ersten Rentiersichtung und atemberaubender Natur.